Wird die Rente mit 63 nun doch abgeschafft? Während in Frankreich Millionen von Menschen gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 demonstrieren und sogar eine Herabsetzung auf 60 Jahren fordern, spricht man in Deutschland schon von einer Anhebung des regulären Renteneintrittsalters von 67 auf 69 oder 70 Jahre. Warum lassen die Deutschen sich das alles gefallen? Wo ist der Kampfgeist? Was kann man tun? Eine Empfehlung habe ich am Ende des Videos. Ich bin Jutta Martin, Rentnerin und versuche hier steuerliche Themen und aktuelle Änderungen hauptsächlich für Rentner verständlich näher zu bringen. Dazu veröffentliche ich regelmäßig neue Videos. Abonniert gerne den Kanal und drückt auch gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte unten in die Kommentare und sichern Sie sich auch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner oder auch die Gratis-Anleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung. Die Links dazu zu beiden Gratis-PDFs befinden sich unter diesem Video. Der Bundeskanzler hat eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass er die Frühverrentung stoppen will. Denn die Renten sind nicht so sicher, wie uns vor Jahren vom ehemaligen Bundesminister für Arbeit und Soziales Norbert Blüm vorgegaukelt wurde. Die meisten kennen seinen Spruch sicher noch: Die Rente ist sicher. Der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen sieht es so, dass der Beitragssatz und das Rentenniveau nur durch eine Reform stabilisiert werden können. Diese Reform sollte eine Kürzung der Renten bzw. eine Rente ab 70 beinhalten, was ich persönlich als Unverschämtheit empfinde. Raffelhüschen sagt, dass an der Rente mit 69 kein Weg vorbeiführt. Dabei gibt es jetzt schon viele Unternehmen bei uns, die Menschen über 60 Jahren gar nicht mehr einstellen. Die Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung BIB belegen, dass viele bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Über 60% der Deutschen wollen mit 63 oder früher in Rente. Überwiegend sind das Menschen, die in Berufen mit körperlichen Anstrengungen arbeiten, wie zum Beispiel jegliche Art von Bauarbeiter, Pflegepersonal oder Berufskraftfahrer, um nur einige zu nennen. Oft sind auch Zivilisationskrankheiten, auch Wohlstandskrankheiten genannt, die Ursache dafür, dass die Menschen einfach nicht mehr arbeiten können. Das sind Herzkrankheiten, Bluthochdruck, psychische Leiden, Diabetes, Adipositas oder auch Krebs. Die Krankheiten beeinflussen natürlich die Lebensqualität und auch die Sterblichkeit. Die größte Krankheit in Deutschland ist vermutlich die Einsamkeit. Und das betrifft nicht nur ältere Menschen. Jeder 4. Erwachsene in Deutschland hat mit psychischen Problemen zu tun. Also rund 20 Millionen Menschen leiden unter psychischen Belastungen und das betrifft überwiegend die Gruppe der 45 bis 64-Jährigen, also Menschen, die eigentlich voll im Arbeitsleben stehen. Und da stellt sich die Regierung hin und fordert eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Bei dieser Forderung erkennt man wieder mal ganz deutlich, wie realitätsfremd und unfähig die Politiker sind, eine Reform im Sinne der Bevölkerung auf die Beine zu stellen. Warum schafft man nicht eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung für alle? Da traut sich keiner der Politiker so richtig ran, weil dann ein bestimmter Personenkreis seine Privilegien verlieren würde. Wir wurden in der Vergangenheit schon oft darauf hingewiesen, dass nur bis zum Jahr 2025 der Gesetzgeber
ein Rentenniveau in Höhe von mindestens 48% garantiert. Sollten die Vorausberechnungen der Bundesregierung im jährlichen Rentenversicherungsbericht ein Absinken des Rentenniveaus auf unter 43% bis zum Jahr 2030 prognostizieren, sind dem Gesetzgeber geeignete Maßnahmen zum Gegensteuern vorzulegen. Das ergibt sich ja aus den Vorschriften im SGB VI, also 6. Sozialgesetzbuch. Für die Zeit nach 2030 ist keine Untergrenze für die Entwicklung des Rentenniveaus vorgesehen. Darum wird auch gar kein Geheimnis gemacht. Jeder kann das auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung lesen, also deutsche-rentenversicherung.de. Ich denke, dass das vielen noch gar nicht bewusst ist, was das bedeutet und welche Auswirkungen es für jeden persönlich hat. Persönliche Altersvorsorge wird jetzt noch wichtiger. Möglichkeiten der privaten Vorsorge gibt es viel und es ist nie zu früh oder zu spät, sich Gedanken darüber zu machen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Was kann man aber jetzt kurz vor der Rente noch tun? Ich komme nochmal zurück auf den Aspekt der Krankheiten. Rund 20 Millionen Menschen leiden unter psychischen Belastungen und das betrifft überwiegend die Gruppe der 45- bis 64-Jährigen, also Menschen im eigentlichen vollen Arbeitsleben. Das hatte ich schon erwähnt, aber worauf ich hinweisen möchte, ist die Tatsache, dass viele nicht nur psychisch, sondern auch körperliche Leiden haben und in ständiger ärztlicher Behandlung sind. Wenn auch Sie zu diesem Personenkreis gehören und in den letzten 2 Jahren regelmäßig in ärztlicher Behandlung waren, dann stellen Sie unbedingt einen Antrag beim Versorgungsamt auf einen Grad der Behinderung. Ab einem Grad der Behinderung von 20% gibt es seit 2021 schon einen Behindertenpauschbetrag, der die Steuerlast senkt. Wer aber einen Grad der Behinderung von mindestens 50 bekommt, hat die Möglichkeit, 2 Jahre eher in die Rente zu gehen. Viele scheuen sich vor solch einem Antrag, ja, weil sie sich nicht behindert fühlen. An dem Wort sollte man sich aber ja nicht stören, wenn man sich dadurch einen Vorteil verschaffen kann. Oder haben Sie etwas zu verschenken? Geben Sie einfach bei Google den Suchbegriff Antrag Grad der Behinderung und dann Ihr Bundesland dazu ein, weil jedes Bundesland einen eigenen Vordruck hat. Scheuen Sie sich nicht und stellen den Antrag. Wer es sich finanziell leisten kann und auch möchte, sollte jetzt noch einen Antrag auf Frühverrentung mit Abschlägen stellen. Ich denke, dass diese Möglichkeit bald nicht mehr gegeben sein wird. Haben Sie sich schon über die mögliche Befreiung von der GEZ-Gebühr informiert? Falls nicht, dann schauen Sie gleich mal rein. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Jutta Martin.